Bald ist Weihnachten und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon relativ im Stress, was das Besorgen von Geschenken angeht. Und damit du hoffentlich weniger Stress beim Besorgen von Geschenken hast, habe ich heute mal ein paar Geschenkideen mit dabei, die natürlich mit Parfum zu tun haben. Das heißt, wenn du bei dir im Freundes- oder Bekanntenkreis oder in der Familie Menschen hast, die Düfte mögen, dann aufgepasst, dann habe ich bestimmt das Richtige auch für dich mit dabei. Ich habe mir mal kurz den Kalender von uns geschnappt, denn wir haben extra diesen Kalender nicht weihnachtlich gestaltet, sodass er auch nach der Advents- und Weihnachtszeit sich einfach perfekt dafür eignet, in 24 Tagen 24 unterschiedliche Düfte entdecken zu können. Insofern ist der Kalender einfach die perfekte Möglichkeit für Menschen, die einfach in die Luxus- und Nischenduftwelt so ein bisschen reinriechen wollen und eben innerhalb von 24 Tagen neue Düfte kennenlernen wollen. Mein absoluter Nummer 1 Tipp. Aber neben dem Kalender, den Link dazu findest du übrigens unten in der Description, gibt es noch die Möglichkeit, auch Gutscheine für eine Mitgliedschaft bei Parfori zu verschenken. Wir gucken mal ganz kurz zusammen auf unsere Page. Hier siehst du, dass es die Möglichkeit gibt, entweder 3, 6, 9 oder 12 Monate an Mitgliedschaft zu verschenken. Das heißt, die verschenkte Person hat einfach die Möglichkeit, entsprechend der Dauer der Mitgliedschaft unterschiedliche Düfte in 8 ml zu testen. Auch eine coole Idee. So kann die Person sich eben aussuchen, was für Düfte sie probieren möchte und testen möchte. Und das Coole ist, du bekommst es ganz easy digital per PDF. Das heißt, auch für Kurzentschlossene ist auf jeden Fall so eine Geschenkmitgliedschaft genau das Richtige. Neben dem Kalender und diesem Gutschein habe ich aber dennoch Düfte mit dabei, wo ich sagen würde, das sind wirklich safe Wahlen für ein Geschenk an Weihnachten. Ich habe 2 feminine und 2 männliche Düfte mit dabei, sodass für dich hoffentlich auch das perfekte Geschenk für deinen Vater, für deinen Bruder, für deinen Partner, Partnerin mit dabei ist. Lass uns gleich mal reinstarten. Ich habe von Philly & Phil den Boudoir Belle mit dabei. Ich habe ihn deswegen mitgenommen, weil ich finde, dass der Boudoir Belle wirklich ein sehr femininer, sehr eleganter, pudriger Duft ist, der wirklich sehr gut zu tragen ist und eben auch sehr gut im Alltag zu tragen ist. Ja, der ist im ersten Riechen aldehydig, aber auch schon süß und aber auch pudrig. Das ist ein feiner Duft, der ist sinnlich. Ich finde, der betont die feminine Seite wunderbar, also wirklich. Der ist sexy, der hat so ein bisschen was Anziehendes und dennoch ist es eben, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall ein richtig guter Alltagsduft. Oftmals sind ja so sexy Düfte eher für abends vielleicht geeignet, weil sie zu intensiv sind. Und ich finde, der Boudoir Belle hat wirklich schon eine richtig gute Intensität. Aber durch diesen sauberen, pudrigen Touch ist es einfach nicht zu extrem. Übrigens ganz wichtig bei dem Duft. Oftmals assoziiert man ja auch mit so pudrigen Düften vielleicht so ältere Damen. Nein, ich trage den auch super gerne und ich habe ihn erst letzt auch einer Freundin von mir empfohlen, die im gleichen Alter ist wie ich. Insofern, das ist wirklich ein Duft, der kann sowohl von jüngeren Frauen, aber auch von älteren Frauen getragen werden. Der ist total unabhängig vom Alter, der ist zeitlos und es ist ein perfekter Immergeher. Also mein erster Tipp, Boudoir Belle für Frauen, die eben dieses saubere, pudrige, elegante, feminine gerne mögen. Und wir bleiben in der femininen Richtung erstmal. Und zwar habe ich noch den Glamour von Maison Micallef mit dabei. Und das ist ein Duft, der eher in eine blumig-süße Richtung geht. Das heißt, wenn du jemanden hast, den du beschenken möchtest, wo du weißt, dieses saubere, pudrige, was vielleicht auch der Boudoir Belle hat, ist nicht so das, sondern eher vielleicht so diese intensiveren, blumigeren, süßen Düfte, dann könnte der Glamour auf jeden Fall das Richtige sein. Oh, der startet schon so krass süß. Wir haben hier aber auch Gewürze mit drin. Wir haben Safran in Kombination mit Pfirsich, aber dann süße Blüten, die mit reinkommen. Der ist schon intensiv, aber auch sehr feminin. Auch für mich ein Duft, der total altersunabhängig ist. Der Duft hat so ein bisschen Alien-Vibes. Sehr viel fruchtiger, noch süßer als der Boudoir Belle, aber eben mit schönen, gewürzigen Nebendarstellern, würde ich es jetzt mal sagen. Es ist ein wirklich intensiver Duft für mich, weil er eben dieses fruchtig-süße hat, also zumindest im ersten Sprühen, aber er legt sich ganz toll im Verlauf auf die Haut drauf, bleibt aber eben fruchtig, süß, feminin, so ein bisschen verspielt und auf der anderen Seite ein bisschen elegant, also er spielt so ein bisschen mit Gegensätzen. Ja, ein toller Duft. Ein Duft, der eben in eine komplett andere Richtung geht wie der Boudoir Belle, wo ich aber trotzdem glaube,
dass der sehr, sehr, sehr vielen Frauen gefallen könnte. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns mal die männlichen Alternativen an, die ich dabei habe. Von Maison Micallef, den Royal Vintage habe ich mit dabei. Und vielleicht fällt es dir auf, ich habe es extra so gemacht, dass ich jeweils für Männer als auch für Frauen 2 sehr unterschiedliche Düfte mit dabei habe. Und der Royal Vintage, das ist wirklich ein super angenehmer Duft, den man perfekt auch im Alltag tragen kann. Und der in eine komplett andere Richtung geht als der Duft, der hier noch kommt als ganz letztes. Oh, das ist im ersten Riechen ein sehr heller Duft. Ein grüner Duft. Wir haben hier Zypresse mit drin und wir haben Pfeffer mit drin. Das heißt, er ist schön würzig, der ist schön hell. Aber das Schöne an dem Duft ist, dass das so ein richtig maskuliner, heller Duft ist, der unaufdringlich ist, aber der trotzdem richtig, richtig gut wahrgenommen wird. Ah, das ist so schön. Der hat so ein bisschen Wald-Vibes, eben durch Zypresse und dann im Verlauf kommt Patchouli mit rein. Wir haben auch Moschus mit drin. Das ist super schön, so ein bisschen erdend, so ein bisschen beruhigend und trotzdem finde ich, dass der sexy Vibes hat. Der hat so ein bisschen, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber so ein bisschen Rasierwasser-Vibes. Also der ist so ein bisschen transparent, aber dann wiederum sehr, sehr holzig, waldig, grün, würzig. Ah, das ist richtig, richtig angenehm zu tragen. Ein absoluter Immergeher, dieser Duft. Also kann man wirklich überall hin tragen. Ich finde den jedes Mal, wenn ich ihn rieche, einfach wunderbar. Ja, Royal Vintage von Maison Micallef. Ein absolut gefälliger Duft. Ein Duft, wo ich mir auch sicher bin, dass die Menschen, die eben etwas hellere Düfte mögen, auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen werden. Und von etwas helleren Düften gehen wir zu einem etwas vollmundigeren, intensiveren Duft. Und ich dachte mir, ich nehme den Layton von Parfums de Marly mit. Ja, viele von euch werden den vielleicht schon kennen. Wenn nicht, wird es allerhöchste Zeit. Aber man kann sagen, was man möchte. Der Layton von Parfums de Marly ist einfach ein Duft, der sehr vielen Männern gefällt und auch Frauen. Ist auch ein absoluter Favorit von mir. Ein Duft, den man wirklich easy tragen kann, der so schön in der Duftentwicklung ist und wo ich deswegen auch sagen würde, der hat auf jeden Fall Potenzial, dass er deiner beschenkten Person gefallen könnte, wenn er eben eher so ein bisschen auf süßere, vollmundigere Düfte steht. Oh, das ist auch würzig im ersten Riechen, aber sehr viel süßer, sehr viel voluminöser. Das ist so schön. Apfel, Lavendel, Zitrusfrüchte und wir haben eben eine süße Herznote definitiv mit ein paar Blüten auch mit drin. Aber das Schöne an diesem Duft ist einfach, dass dennoch holzige Noten mit rauskommen. Rein von der Duftpyramide könnte man fast schon meinen, oh, das könnte auch was Feminines sein. Gar nicht, denn diese holzigen und diese Lavendelnoten und dieser grüne Apfel, das ist so schön maskulin in Kombination. Der Duft hat einfach super schönen Körper, ist ein toller Ausgehduft, wie ich finde. Auch ein Duft, den ich immer gerne an Männern rieche, der auch sexy ist, der ist anziehend, der ist verführerisch. Und wenn man den eben im Vergleich zu dem Royal Vintage riecht, ja, dann ist der Royal Vintage einfach ein bisschen heller, aber natürlich trotzdem würzig und eben dieses Holzige haben wir ja auch mit drin. Aber er ist halt einfach nicht so vollmundig wie der Layton, würde ich es jetzt mal nennen. Der Royal Vintage, wenn ich das mal so beschreiben müsste, ist halt eher so ein bisschen transparenter, aber das ist nicht so gemeint, dass der nicht wahrnehmbar ist, weil der ist richtig gut wahrnehmbar. Aber der hat eben so ein bisschen was ganz leicht Wässriges und der Layton, der ist einfach so ein bisschen vollmundiger, der hat noch mehr Körper, aber von der Duftentwicklung sind beide richtig top. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen Inspiration geben. Wir haben also den Boudoir Belle, der eher so sauber, pudrig ist, sehr feminin, elegant. Wir haben den Glamour, der einfach so ein bisschen fruchtig, würziger, süßer ist, auch als der Boudoir Belle. Auch ein sehr femininer Duft. Und für die Herren haben wir einmal den Royal Vintage, der einfach so ein bisschen heller, kleines bisschen transparenter ist, aber sehr gefällig und schön zu riechen, mit schönem Holz-Wald-Aroma. Und wir haben den Layton, der einfach auch ein bisschen mehr Körper hat, süß und würzig ist. Und denk dran, wenn du sagst, nein, ich will mich gar nicht auf einen Duft festlegen, kein Problem, du kannst entweder unseren Kalender verschenken oder eben eine Mitgliedschaft. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal, darf man das schon sagen? Schöne Weihnachten und lass mich gerne mal wissen, was dein Top-Geschenk in diesem Jahr ist, weil ich brauche ehrlicherweise noch ein bisschen Inspiration. Ciao, ciao!